Servus aus Leobersdorf, das ist der Johannes, einer unserer Außendienstmitarbeiter. Und ich bin der Raphael und wir beide arbeiten bei Variotherm. Johannes, heute schauen wir uns den Verteiler an. Wieso brauchen wir den überhaupt? Ja, damit wir in jeden Raum die notwendige Heiz- und Kühlleistung hineinbringen und das Ganze auch noch optimal gleichmäßig verteilen können. Jetzt dann steht da vor uns einer, der hat 5 Kreise. Wie viele Kreise kann man da auf einen Verteiler geben? Ja, grundsätzlich kommt es immer darauf an, wie viel du brauchst. Wir schaffen bis zu 17. Das ist eine ganz schöne Menge, wenn man sich das so anschaut. Also normalerweise für ein Einfamilienhaus mehr als ausreichend. Jetzt bin ich Bauherr, baue mein eigenes Einfamilienhaus. Warum sollte ich da gleich auf einen Verteiler setzen, der aus Kunststoff ist? Raphael, wenn du dir denkst, ja, du möchtest ja auch kühlen, ja, ist es immer ganz gut, einen aus Kunststoff zu haben. Wir haben hier ein Gehäuse, was auf 2 Schichten aufgebaut ist. Das ist eine Luftschicht dazwischen, was als Isolator fungiert. Und das heißt, wir können hier dem Kondensatthema natürlich vorbeugen und haben auch nicht so viel Energieverlust. Für den Installateur, denke ich mal, ist natürlich immer wichtig, wie man mit den Produkten arbeitet, wie gerne man mit den Produkten arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht etwas ist, warum der Installateur gerne auf unser Produkt zurückgreift. Ja, das ist ein 3-Wege-Kugelhahn. Ja. Der 3-Wege-Kugelhahn dient uns dazu, flexibel zu sein, individuell zu sein. Ja. Das heißt, die Anschlussrichtung, von wo komme ich, ja, tue ich mir leichter, wenn ich von unten anschließen kann, tue ich mir leichter, wenn ich von der Seite anschließen kann. Er hat bei uns die Möglichkeit und die Option. Jetzt hat zuletzt jemand geschrieben, er hat eine Fußbodenheizung von uns und möchte jetzt auch eine Modulwand haben zum Kühlen und zum Heizen, was ich natürlich voll lässig finde. Aber er hat uns dann gefragt, braucht er jetzt einen neuen Verteiler? Na, grundsätzlich braucht man keinen neuen Verteiler. Da drinnen sind Gewindestangen montiert, die kann man austauschen, dann kann man das mit diesen Segmenten, die wir uns schon angeschaut haben, ergänzen. Ja? Und dann kann ich den Verteiler einfach erweitern. Das heißt, unser Verteiler ist kein Wegwerfprodukt. Was ich da sehe, es sind so, ich würde mal sagen, Clipsal, die sehr unscheinbar ausschauen. Die Frage ist, sind das Kleinigkeiten mit großer Auswirkung oder warum? Genau, so kann man es eigentlich schön sagen, Kleinigkeiten mit großer Auswirkung. Du hast die einfache Variante in der Hand, ich die doppelte Variante. Das heißt, wenn ich den Abstand brauche bei meinem 16er Rohr, zum Beispiel zum Installieren, damit ich zu dem Vorlaufbalken, also zu diesem Balken hier komme, kann ich dieses Clipsal da drunter noch reintun, in den Rücklaufbalken. Und ich erhöhe den Abstand und ich tue mir leichter, dass ich vorbeikomme zum Anschließen. Heißt, ich schaffe mir Arbeitsplatz. Vor ein paar Tagen bin ich gefragt worden, wir haben ja unser Profilrohr mit der profilierten Oberfläche. Kann ich das einfach so anschließen oder muss ich diese Profilierung da irgendwie runterbringen? Nein, muss man nicht runterbringen. Eigentlich ist das total simpel wie alles bei uns. Wir haben da so eine einteilige Klemmringverschraubung. Ja, das ist zum Fixieren am Verteiler. Das ist auch, obwohl das profiliert ist, absolut egal, ja, weil wir haben innen abdichtende O-Ringe, einen Schneidring, der das Ganze fixiert, das Rohr, und das heißt, das ist 100%ig dicht, wenn es richtig gemacht ist. Was ich dir noch fragen wollte, ich weiß nicht, ob das jetzt einem Bauherrn hilft oder dem innovativen Installateur. Was ist das genau? Das ist ein KFE-Hahn, den habe ich dazu da, um einmal grundsätzlich die Spülpumpe anzuschließen und das heißt, die Heizung einmal zu befüllen und warten zu können. Ja. Ganze, was man natürlich, wie du gesagt hast, den innovativen Installateur unterstützt und hilft, ist das Ganze, dass wir hier ein bisschen einen Winkel haben. Ja, das heißt, wenn ich das Ganze in einen Unterputzschrank habe, wo schon die Platzverhältnisse relativ eng sind, dann tue ich mir auch mit dieser paar Grad Neigung leichter und komme hier leichter zu dem Anschluss. Okay, Johannes, das heißt, Variotherm hat sich da wirklich etwas überlegt. Ja, wir möchten den Installateuren und unseren Partnern einfach das Leben erleichtern.